Die Potensic Atom im Jahr 2024. Was wurde verbessert? Wie fliegt sie in der Nacht und auch in Innenräumen? Ist sie auch für professionelle Anwendungen verwendbar? Und was man noch alles mit ihr machen kann, erfährst du jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen. Und bei mir ist es immer so, ich will immer so ein bisschen wissen, was ich kaufe. Und ich kann es euch mal kurz erklären, wer Potensic oder was Potensic als Unternehmen überhaupt ist. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet mit dem Ziel, hochwertige und erschwingliche Drohnen zu bauen. Verkauft mittlerweile in über 40 Länder und Regionen, hat weit über 500 Mitarbeiter, die weltweit natürlich an den neuesten Entwicklungen und Innovationen arbeiten. Dann haben sie sich ein Kundennetzwerk von über 5 Millionen Kunden aufgebaut und europaweit werden momentan die Atom SE und die Potensic Atom verkauft. Beides sind Drohnen unter 250 Gramm. Und wir widmen uns heute mal dem Schlachtschiff, nämlich dem Combo-Pack der Potensic Atom. Hier ist alles drin, was man für einen erfolgreichen Drohnenflug braucht und noch eine ganze Menge mehr. Am Anfang natürlich mal gucken, was drin ist, und schon mal die Tasche ist ein richtig großer Hingucker, und hier können sich andere Hersteller wie zum Beispiel DJI ein paar Sachen abschauen. Die Tasche ist richtig schön gemacht, sie hat sogar ein Extrafach für die Drohne, sie ist stabil, sie ist handlich und sie ist zuverlässig und sieht natürlich auch noch schön aus, hat wirklich viele Fächer. Oben ist ein Fach, dann ist hier vorne ein Fach, dann ist drin natürlich alles ordentlich und vernünftig sortiert, sodass du gleich deine Drohne geschützt findest, deine Kabel sortieren kannst und natürlich auch Controller und Akkupack ordentlich sortiert hast. Weiterhin bekommst du natürlich diverse Zubehörteile, wie zum Beispiel Propeller, Schraubenzieher, Kabel für alle gängigen Mobiltelefone, den Controller, das Netzteil, 3x Akku inklusive Ladebox, eine Gimbal-Schutzkappe und natürlich ein Gimbal-Schutzband, sowie jetzt in der Limited Edition nochmal extra eine 64 GB große Micro SD-Karte, die auch relativ schnell ist. Und wir packen natürlich gemeinsam die Drohne aus und schauen uns mal an, wie die sich so in der Luft verhält. Sehr hervorragend. Also das mag ich immer wieder hier mit diesem extra Fach in der Tasche. Gefällt mir richtig gut. Potensic Atom, geschützt durch so einen kleinen Gurt mit Klettverschluss. Ist universal, kannst du sozusagen auch auf deine anderen Drohnen rauf machen. Passt super. Machen wir das Ganze mal flugfertig. So. Dann hier unten einmal kurz, einmal lang. Du siehst, der Pfeifton verrät dir, es funktioniert. Rauf auf das Landepad. Dann kommt der Controller. Und der Controller ist relativ schick gehalten. Auch qualitativ ordentlich verbaut. Gefällt mir ganz gut. Sticks raufschrauben. Dann gibt es natürlich in der Tasche noch das passende Kabel. 3 Kabel sind dabei. USB-C, Lightning und USB-C auf dieses alte USB. Und wir brauchen ja natürlich in dem Fall USB-C. Der Eckstecker macht sich ganz gut, weil der ist dann wiederum hier über eine Aussparung mit dem Controller relativ gut verbunden. Und das Telefon hält auch richtig schön hier drin noch in den USB-Anschluss rein. So, beim Controller auch einmal kurz, einmal lang. Dann rufen wir uns mal die App auf. Potensic. Und du siehst, der Controller lädt auch gleichzeitig dein Telefon. Also ist auch eine gute Sache, wenn der Telefon mal alle sein sollte. Wird es immer vom Controller geladen. Zur Steuerung, die ist auch relativ simpel. Ein- und ausschalten. Hier die Möglichkeit zum Landen und zum Starten. Gleichzeitig natürlich dann hier die Steuerungsknüppel. Hier oben Foto, Video und gleichzeitig kann man hier nochmal den Gimbal drehen,
bzw. ausrichten. Das ist nachher noch wichtig, wenn wir uns sozusagen tracken lassen wollen. Aber als erstes dann hier oben vom Menü her die ganz normalen Menüfunktionen, die man hier so hat. Bitte starten Sie die Drohne aus freiem Feld. Die Drohne wird dann auf 1,2 Meter stabil gehalten. Machen wir doch. Bitte schön. Auch von den Modi her ist sie so ein bisschen mit allem vertraut. Rocket, rückwärts, Kreisen, Spirale und Boomerang. Die verfügt natürlich noch über einen digitalen Zoom, das heißt Einfach- und Zweifach-Zoom. Aber aufpassen, der ist digital, das kannst du dann eigentlich auch im Schnittprogramm selbstständig bearbeiten. Hier hast du wirklich Qualitätsverluste, wenn du hier ranzoomst. Deswegen bleibe ich mal auf 1. 4K 30 FPS ist sozusagen so das Maximum. Und jetzt fliegen wir die Hütte mal. Man kann sagen, die Lautstärke ist auch im entspannten Bereich. Die Drohne ist jetzt circa 3 bis 3,5 Meter von mir entfernt. Und ihr hört jetzt mal die Lautstärke. Also ich sag mal, das kann man echt verkraften. Das ist jetzt auch nicht flüsterleise, aber trotzdem noch in dem Bereich, wo sie nicht nervt und andere irgendwie auch nicht versucht, mit dieser Lautstärke zu behindern, beziehungsweise irgendwie, dass es hier nicht möglich ist zu sprechen. Man versteht mich immer noch sauber und vernünftig. Zwar ist das Hintergrundgeräusch immer da, aber dafür ist es eine Drohne. Also wie gesagt, von der Lautstärke her ist sie auch easy und so die Bildfarbe kann man natürlich noch manuell einstellen, aber wir sind jetzt im Automatikmodus und der macht erstmal einen guten Job. Die technischen Daten sehen folgendermaßen aus: 249 Gramm Gewicht, einen 3-Achsen-Gimbal mit einem 1:1 Sony CMOS-Sensor mit einer Blende von 2.2 und 12 Megapixel. Der Gimbal hat einen Neigungswinkel von 20 bis 90 Grad. Aufnahmeformate sind bei Video 1080p von 24 bis 60 fps, 2,7K von 24 bis 60 fps und 4K bis 30 fps. Sie hat mit der Steuerung eine Reichweite von bis zu 6 Kilometern. Können wir in Deutschland sowieso nicht nutzen, weil wir hier nur auf Sicht fliegen dürfen. Aber eine Windresistenz bei Windstärke 5 ist ebenfalls vorhanden. Maximale Fluggeschwindigkeit sind 16 Meter pro Sekunde. Schnellladen aller 3 Akkus geht dank des 60 Watt Netzteils auch in 1,5 Stunden von 0 auf 100%. Die Drohne ist natürlich verhältnismäßig schnell einsetzbar. Das Band finde ich eigentlich sehr gut. Es ist primitiv, aber wirklich absolut ausreichend. Und man klappt die Drohne auf und schon ist sie da. Hier vorne ist nochmal der Gimbal-Schutz. Und was ich hier wirklich positiv finde, ist, dass die Drohne wirklich sehr massiv verbaut ist. Das heißt, die ist wirklich stabil. Hier ist alles aus Plastik, ist ja normal, die muss ja auch leicht sein. Aber du hast das Gefühl, wenn du die Drohne anfasst, dass du hier wirklich ein stark verbautes Material hast, was auch mal einen kleinen Absturz bzw. einen kleinen Rempler aushalten kann. Ersatzpropeller hast du sowieso mit bei in dem Paket und so von der Form her erinnert sie mich an die DJI Mini 2. Die ist aber deutlich besser, da kommen wir gleich nochmal im Video drauf. Nur, dass du sie so mal gesehen hast von der Form her. Also wie gesagt, wirkt sehr stabil und robust, gefällt mir schon mal ziemlich gut. Was ich dann noch festgestellt habe, ist, dass die wirklich extrem stabil und sicher in der Luft schwebt. Sie lässt sich durch den Controller optimal ansteuern. Sie hat keine Verbindungs- bzw. Signalausfälle. Und das ganz Wichtige ist, wer die auch mal nachts oder abends fliegen möchte, sie hat hier hinten eine grüne LED verbaut und diese grüne LED ist im Gegenteil zur DJI bis zur Mini 4 Pro auch sichtbar, wenn du die Aufnahme betätigst. Das fand ich ganz wichtig bei meinen Nachtaufnahmen, dass ich die auch sehen konnte und ich konnte sie sehen, denn dieses Blinklicht am hinteren Teil, dieses grüne, war natürlich auch an, wo du die Aufnahme aktiviert hast. Bei DJI geht es bis heute immer noch nicht. Wenn du die Aufnahme aktivierst, bei der Mini 4 Pro ist alles aus. Auch das grüne Blinklicht, das passiert ja bei der Potensic Atom nicht.
Ich hatte sie auch mal auf einen, professionellen Dreh mit, um sie einfach mal auszuprobieren, wie sie so reagiert, und ich konnte sie bis 100 Meter Höhe fliegen und oben war wirklich richtig starker Wind. Sie hat alle Aufnahmen richtig stabil aufgenommen. Sie ist einfach in der Steuerung sehr aktiv gewesen. Du hast unten den Controller bedient und sofort war die Drohne da, wo du sie haben wolltest. Und das ist natürlich auch bei höheren Flügen sehr, sehr wichtig, dass die Drohne immer reagiert, dass sie das macht, was du möchtest. Und das hat sie wirklich hier hervorragend gemacht, muss ich sagen, bei diesem Dreh. Und ich konnte jetzt nichts kritisieren. Bildqualität, kann man wirklich sagen, ist deutlich besser geworden und natürlich auch für professionelle Flüge ausreichend. Klar geht sie nur bis 4K 30 FPS, aber das ist wirklich in den meisten Fällen effektiv ausreichend. Du kannst natürlich auch nochmal hoch 4K 60 FPS, 4K 120 FPS wie die großen Drohnen oder halt die DJI Mini 4 Pro es haben und die DJI Mini 3 Pro natürlich auch, aber wenn du es brauchst, holst du dir eine andere Drohne. Wenn du es nicht brauchst, kannst du hier mal gegenüber den etwas teureren Drohnen bis zu 500 € sparen und hast trotzdem ein sehr attraktives Bild und natürlich auch eine gute Controller-Funktion. Wobei wir schon beim nächsten Thema sind, nämlich den Controller. Und hier muss ich ehrlich sagen, ist die Entwicklung dieses Controllers in Verbindung mit deinem Smartphone sehr gut gelungen. Du kannst riesige Smartphones und natürlich auch teilweise Tablets hier mit einfügen und das Ganze ist ordentlich überlegt. Die Antennen sind stabil und fest verbaut und natürlich auch dann extrem verstellbar in 3 Stufen und hier werden sie einfach nur eingelegt, damit alles ordentlich zu transportieren ist. Die Funktionstasten sind auch deutlich vernünftig hier angeordnet. Aufnahme, dann die Gimbal-Steuerung mit einem Rädchen, funktioniert auch alles richtig perfekt. Der Gimbal, muss ich ehrlich sagen, ist mir bei der Rädchensteuerung ein bisschen zu langsam, aber ich glaube, das kann man auch im Menü nochmal einstellen. Ansonsten hast du hier wirklich einen guten Grip. Hier vorne sind deine Sticks verbaut, was bedeutet, du kannst sie nicht verlieren. Die halten auch ordentlich und vernünftig drin. Also der Controller ist wirklich gelungen und gefällt mir richtig gut. Zum Thema Active Track, guckt euch das jetzt erstmal an. Gucken wir mal, wie sie mich trackt. Naja, geht schon. Jetzt von vorne, liebe Drohne, fliegst du auch nach hinten? Machst du den Job auch? Nee, von vorn geht halt nur der Gimbal runter. Aber von vorn ein Tracking sehe ich jetzt nicht so. Schauen wir mal, ob das Ganze auch am Fahrrad funktioniert. Das ist natürlich doof, so vom Prinzip her, dass du da nicht siehst, aber wir schauen mal. Also, Tracken am Fahrrad. Kommt sie? Sie verfolgt mich. Ist schon mal gut. Ich fahre jetzt so 11 km/h. Mal ein bisschen schneller machen. Jetzt sind wir bei 20 km/h. Und sie ist weg. Okay. Und als Zusammenfassung kann ich sagen, dass das Active Track für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut funktioniert. Aber du hast gesehen, erwarte nicht allzu viel. Sie verfolgt dich von hinten und sie geht auch mit dem Gimbal direkt in die Parallele. Also das heißt sozusagen von oben wird sie dich dann auch noch tracken. Aber bei schnellen Geschwindigkeiten, wie man das gesehen hat, wie zum Beispiel mit dem Bike bzw. beim Joggen, kann man sie halt nicht empfehlen, weil diese Geschwindigkeiten für das Active Track noch nicht so optimal in der Software ausgereift sind. Aber wenn du spazieren gehst, wenn du läufst, dann ist sie dein idealer Partner in Sachen Verfolgung von hinten. Und das kann man, wenn man es vorher weiß, dann genauso nutzen. Ansonsten, wie gesagt, mit dem Bike oder beim Joggen würde ich es nicht probieren. Was natürlich ein bisschen nervig ist, was mich jetzt betrifft, sind diese Hilfstexte, die dann immer noch durchlaufen, währenddessen du die Drohne fliegst. Das halt bei bestimmten Höhen so und so hier. Und das sind so Ratschläge, die man dir sozusagen über die Software bzw. hier im Menü gibt.
die man eigentlich nicht lesen möchte, wenn man die Drohne fliegt. Man möchte sich auf das konzentrieren, was da im Bild passiert und nicht irgendwelche Ratschläge noch haben zwischendurch, die man dann lesen soll, wo man dann wiederum abgelenkt ist. Ist aber wie gesagt Ansichtssache. Mir persönlich gefällt es nicht. Ansonsten ist das Menü sehr übersichtlich und top gestaltet, auch im Hellen und auch im Dunkeln sehr gut lesbar. Da gebe ich den Entwicklern wirklich einen dicken Daumen nach oben. Es gefällt mir. In puncto Laden der Akkus und des Controllers geht man hier etwas andere Wege. Es gibt zwar diese Akkubank, die sozusagen hier deine Akkus komplett lädt, aber das Ganze ist dann nicht per USB-C geregelt, sondern per Netzteil. Also du hast hier wirklich noch einen richtigen Stecker und ein richtiges Netzteil, was du im Lieferumfang mit dazu bekommst. Und dieses Netzteil steckst du dann in dein Batterieladegerät ein, natürlich dann in die Steckdose, und dann ist noch eine zweite Möglichkeit, nämlich mit dem USB-Anschluss, dass du dann per USB-Anschluss wiederum über den Ausgang gleichzeitig hier den Controller laden kannst. Das heißt, das wird dann so zusammen angeschlossen und lädt über dieses 60 Watt Netzteil dann gleichzeitig. Das ist ein Segen, aber auch ein Fluch. Aber so ein großer Fluch ist es nicht. Ich finde es persönlich ganz gut mit dem Netzteil, weil es wird mitgeliefert gegenüber anderen Herstellern, DJI, die jetzt wie gesagt dieses Netzteil dann nicht mehr mitliefern, sondern einfach nur ein USB-C-Kabel, und dann musst du dir sozusagen selber eins kaufen. Hier ist es schon mit drin. Aber wer jetzt fragen sollte, naja, das kann ich am Auto nicht anschließen, was mache ich denn da, wenn ich die Akkus mobil laden möchte? Und dafür gibt es natürlich auch eine Lösung. Du kannst über USB-C jedes einzelne Akku hier laden. Das ist möglich. An der Drohne und auch so direkt, dann leuchtet eine kleine rote LED, die dir dann anzeigt, dass das Akku geladen wird. Aber wie gesagt, du kannst nicht alle 3 Akkus mobil im Fahrzeug laden, da du hier dann wiederum diesen Netzstecker brauchst. Aber ich sag mal, man muss einen Akku mal nachladen, man muss 2 Akkus mal nachladen, und ansonsten fährt man nach Hause und hängt die ganze Bank ran und macht dann sozusagen am nächsten Tag weiter. Das ist natürlich eine Sache, eine kleine Eigenheit, die ihr wissen müsst. Wenn ihr euch diese Drohne kauft und vorher andere Drohnen besessen habt, dann ist das hier so ein kleines anderes Ladekonzept, was ich aber wirklich persönlich jetzt nicht schlimm finde. Ich finde es mal was anderes, und wie gesagt, es ist wenigstens mal ein Ladeteil mit dabei. Kommen wir mal zum Nachtflug, und hier habe ich die kleine Drohne wirklich mal mitnehmen wollen und gesagt, komm, ich teste dich jetzt mal auf Herz und Nieren. Was bedeutet, ich habe hier wirklich mal eine dunkle Atmosphäre rausgesucht mit wenig Restlicht, wo im Hintergrund dann wiederum mal ein kleines Schloss zu sehen ist. Und das ist wirklich richtig extrem gewesen. Ich zeige euch mal im Vergleich hierzu Aufnahmen von dem iPhone 14 Pro Max. Und das iPhone kriegt es auch nicht so deutlich hin. Aber ich wollte es mal, wie gesagt, getestet haben, dass man auch mal die Drohne an die Grenzen bringt. Natürlich, für solche Art von Aufnahmen ist der Sensor zu klein. Die Blende ist schon okay, aber der Sensor ist natürlich deutlich zu klein, um diese Art von Restlicht dann noch aufzufangen, direkt in der Nacht mit ein paar Lampen an und ein bisschen Hintergrundlicht. Solltet ihr aber unterwegs sein und zum Beispiel Licht haben, wie zum Beispiel ein beleuchtetes Denkmal oder eine Kirmes oder ein Zirkus oder ein Shoppingcenter oder irgendwas, was euch so ein gutes Grundlicht bietet, dann ist die Drohne hierfür ausreichend. Natürlich hat sie einen kleinen Sensor, und natürlich ist das Licht bzw. die Nachtaufnahmen jetzt nicht das Optimum. Es gibt Besseres, aber man kann es machen, und das ist natürlich auch okay, dass man die Möglichkeit hat zu sagen, man kann es machen. Allerdings brauchst du wirklich ein relativ helles Restlicht in den Abendstunden bzw. die Dämmerung, das macht sie auch. Und als Beispiel jetzt, wie gesagt, mal ein Studio gestellt, und du siehst, vom Prinzip her hat die ja meine Studiobeleuchtung auch in der Dunkelheit hier ordentlich und vernünftig aufgenommen. Aber ich dachte natürlich, ich kriege ein bisschen mehr raus und hatte die Drohne mit, konnte natürlich andere Drehorte in der Nacht nicht besuchen, und deswegen gab es, wie gesagt, hier mal den Härtetest, den sie jetzt in der Konstellation nicht bestanden hat. Aber wie gesagt, bei Dämmerung und bei gutem Restlicht, da macht die mit der 2.2 Blende auch noch einen guten Job. Der Sensor ist relativ klein, aber das ist natürlich zu diesem Preis-Leistungs-Verhältnis trotzdem eine gute Geschichte.
Ich konnte mir das natürlich dann nicht verkneifen, die auch mal hier bei uns im Innenraum in der Redaktion fliegen zu lassen, als natürlich keiner mehr da war, um das einfach mal zu testen, wie stabil sie auch ohne GPS fliegen kann, weil da war wirklich keine Art von GPS irgendwie erreichbar. Und ich muss sagen, wer jetzt eine Halle hat, wer jetzt irgendwo einen großen Bürokomplex hat und die Drohne für Innenaufnahmen hier mal in die Luft jagen möchte, der kann das tun, weil sie ist im Innenraum sehr stabil, auch mit der Steuerung lässt sie sich perfekt steuern. Du musst natürlich aufpassen, die hat keine Hinderniserkennung, dass du jetzt nicht irgendwelche Dinge hast, wo du gegenfliegst, dann ist sie natürlich unten. Aber ansonsten kann ich sagen, in Innenräumen ohne GPS fliegt sie optimal und lässt sich wirklich gut ansteuern. Hat mir gut gefallen und das Einzige ist natürlich schade, dass es hier kein Zubehör gibt. Es gibt normalerweise noch solche Schutzrahmen für die Propeller, wo man dann sozusagen in Innenräumen fliegen kann. Das ist vielleicht mal als Verbesserung bei Potensik eine kleine Idee im Zubehör, dass ihr solch einen Schutzrahmen entwickelt, wo man sozusagen mit der kleinen Drohne auch Innenraumflüge vollziehen kann und da sozusagen nicht gleich jetzt irgendwie, wenn man gegen die Wand fliegt oder so, den Absturz programmiert. Das sollte man im Zubehör noch anbieten. Ansonsten muss ich auch sagen, zum Zubehör, wenn ihr jetzt mal auf die Website von Potensik schaut, ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, gibt es wirklich jedes kleine bisschen nachzukaufen. Vom Stellrad über die Joysticks, über den Controller, über das Band, über alles. Es kann alles nachgekauft werden und das ist natürlich auch eine gute Geschichte, falls ihr mal irgendwas verlieren solltet. Einfach nur in den Shop gehen und jedes Bestandteil dieser Drohne kann im Shop bei Potensik nachgekauft werden. Das ist natürlich wieder eine gute Geschichte. Kommen wir zum Fazit und hier kann ich sagen, wer für 420 € die Potensik Atom in dem limitierten Combo-Pack kauft, der ist eigentlich ganz gut bedient. Erstens, klar, hat er nochmal die Micro-SD-Card mit drin im Preis-Leistungs-Verhältnis von 420 €. Saubere Nummer, gefällt mir richtig gut. Die Bildqualität ist top. Man kann sie bis zu 4K 30 FPS fliegen. Sie ist stabil in der Luft, sie ist verlässlich, sie ist ordentlich verbaut. Sie hat viele Funktionen, die man braucht. Auch natürlich die Waypoint-Funktion, die kann man hier ebenfalls noch programmieren. Und das Ganze natürlich in einer ordentlichen Tasche mit super Akkus, mit einer super Laufzeit. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis musst du woanders eigentlich mehr bezahlen. Ich würde sagen, das ist die ideale Einsteigerdrohne, wer sie sich kaufen möchte. Sehr gern, ich kann sie wirklich empfehlen. Für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis kann man momentan nichts Besseres kaufen. Teurer geht immer. Ich weiß, es gibt auch viele, die wieder meckern werden und wieder über die Drohne herziehen werden. Ist ja nicht so schlimm, aber man muss halt immer so das Preis-Leistungs-Verhältnis vergleichen, was man dafür bezahlt und was man dafür bekommt. Und ich finde, für 420 € brutto ist das ein sauberer Preis, ein faires Angebot. Man kann es tun. Und wer sich jetzt Gedanken machen sollte über Service, über Reparatur, über andere Dinge, dem sei gesagt, schaut auf die Website von Potensik und ihr werdet sehen, es gibt einen Reparaturservice, es gibt eine Garantie, es gibt viele Erklärungen und natürlich auch ein deutsches Handbuch, in dem ihr nachlesen könnt. Also der Service an sich rund um die Drohne ist gewährleistet. Ihr braucht da keine Angst haben, dass ihr bei Problemen oder Fehler im Regen stehen gelassen werdet. Das ist nicht der Fall. Es gibt sogar eine Beratungshotline. Also hier hat man alle möglichen Dinge in Sachen Service, die man benötigt und braucht. Und das finde ich sehr gut, auch auf Deutsch. Und ich kann sagen, wem die Drohne gefällt, das gibt von mir eine Kaufempfehlung. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, guter Service. Man kann jedes Teil nochmal extra nachkaufen und die Drohne ist stabil konstruiert. Sie bietet dir eine sehr gute Bildqualität. Natürlich hat sie kein Hochkant und natürlich hat sie auch kein 4K 60, 4K 120 und so weiter und so fort. Aber dafür muss man mehr bezahlen bei anderen Herstellern. Und ich sag mal, für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis Daumen hoch, Potensik Atom. Und das war's mit diesem Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.